To say that force may sometimes be necessary is not a call to cynicism, it is a recognition of history. War in one form or another appeared with the first man. At the dawn of history, its morality was not questioned, it was simply a fact, like drought or disease. The manner in which tribes and then civilizations sought power and settled their differences. The capacity of human beings to think up new ways to kill one another proved inexhaustible, as did our capacity to exempt from mercy those who look different or pray to a different God. Wars between armies gave way to wars between nations, total wars, in which the distinction between combatant and civilian became blurred. With the advent of the nuclear age, it became clear to victor and vanquished alike that the world needed institutions to prevent another world war. We still seek no wider war. The United States does not start fights. America does not seek conflict. I don't like to use military force. Our nation enters this conflict reluctantly. The concept of a just war emerged, if it is waged as a last resort or in self-defense, if the force used is proportional, and if, whenever possible, civilians are spared from violence. Nehmen wir den 11. September 2001. Jawohl, das war ein schreckliches Verbrechen mit unglaublichen 3000 Toten. Aber es war juristisch nichts anderes als eine Straftat. Und eine solche muss von Polizei, Justiz und vielleicht auch von Geheimdiensten aufgeklärt. Und dann erst können Gerichte die Schuldigen aburteilen. Das ist in jedem demokratischen Staat so. Aber dann fielen Anfang Oktober 2001 schon die Bomben auf Kabul und später auf ganz Afghanistan. Und niemand in den europäischen Ländern empörte sich und fragte, welche geschichtliche Entwicklung steckt eigentlich hinter diesem Terroranschlag auf die Twin Towers? Warum sprach niemand die verbrechensreiche Verkettung der USA durch die Jahrhunderte an? Oder wenigstens die der letzten 5 bis 6 Jahrzehnte? Die vielen Menschenrechtsverletzungen. Kein Staatsmann reflektierte darüber, dass allein in den letzten 60 Jahren von den USA in Latein- und Mittelamerika und überall in der Welt weit über 200 Militärinterventionen ohne UN-Mandat durchgeführt worden waren. Niemand stört sich bis heute daran, dass durch die Anleitung des US-Geheimdienstes CIA zwischen 1949 und 1987 etwa 7 Millionen Menschen getötet worden sind. America led the world in constructing an architecture to keep the peace. A Marshall Plan and a United Nations. Mechanisms to govern the waging of war. Treaties to protect human rights, prevent genocide. Restrict the most dangerous weapons. Stellen Sie sich vor, jemand käme auf diese wahnsinnige Idee, 2000 Tonnen des atomaren Abfallprodukts abgereichertes Uran zu Feinstaub zu zermahlen und würde dann diesen Uranstaub aus einem Flugzeug über Deutschland verteilen. Nach wenigen Wochen würden dann Tausende von Kleinkindern an aggressiven Leukämien erkranken. Monate später würden Zehntausende von gerade noch gesunden Erwachsenen an Krebs erkranken. Später dann Hunderttausende, noch später Millionen. Wenn Sie jetzt sagen, dass das ja zum Glück nur ein Gedankenspiel ist, dann muss ich Ihnen leider sagen, willkommen im Irak, im Kosovo, in Afghanistan, willkommen in Serbien, in Somalia,
und im Libanon. Denn die Alliierten haben in allen ihren vergangenen Kriegen in diesen Ländern diese Waffen aus abgereichertem Uran angewendet. Uranmunition und Uranbomben sind die wohl furchtbarsten Waffen, die heutzutage in Kriegen eingesetzt werden, weil sie die Menschheit unweigerlich in den Abgrund führen. There will be times when nations, acting individually or in concert, will find the use of force not only necessary, but morally justified. And even as we confront a vicious adversary that abides by no rules, I believe the United States of America must remain a standard bearer in the conduct of war. Herr Obama, wissen Sie nicht, dass Krieg überholt ist, dass Krieg obsolet ist? Als Friedensnobelpreisträger sollten Sie verhandeln, nicht bomben.